Hi, wir sind Tina und Dirk und seit Mai 2019 reisen wir mit unserem Campervan durch Asien und Europa. In den letzten 1,5 Jahren sind wir entlang der Seidenstraße von Deutschland bis nach Thailand gefahren. Über 50.000 Kilometer in 25 Ländern, darunter der Iran, Tadschikistan, China, Pakistan und Indien. Nachdem uns Corona dazu gezwungen hat, unseren Van von Thailand aus zurück nach Deutschland zu verschiffen, sind wir nun in Europa unterwegs. Vor Weihnachten zunächst in der Schweiz und in Italien. Und jetzt sind wir wieder aufgebrochen. Wohin? Das verraten wir euch in diesem Video. Es ist Dienstag, der 26. Januar und damit der letzte Tag, an dem wir in Deutschland krankenversichert sind. Denn zur Erinnerung, wir sind seit inzwischen 20 Monaten nicht mehr in Deutschland gemeldet und daher auch nicht mehr in Deutschland krankenversichert. Stattdessen haben wir eine Langzeit-Auslandsreise-Krankenversicherung und mit der haben wir nur einen eingeschränkten Zeitraum, in dem wir eben auch zu Besuchszwecken in Deutschland versichert sind. Den Zeitraum haben wir jetzt über Weihnachten und Neujahr aufgebraucht. Heute müssen wir also wieder raus und nach langem Hin und Her überlegen haben wir uns dazu entschieden, jetzt nach Griechenland zu fahren. Eigentlich wollten wir gerne nach Spanien, Portugal, aber da ist die Corona-Situation ja momentan alles andere als rosig. Man darf zwar hin nach Spanien, zumindest in einige Regionen und das tatsächlich auch ohne Test, ohne Quarantäne und Co. Aber die Inzidenzwerte sind eben teilweise 1400, deswegen ja. Da sieht es gar nicht so gut aus, deswegen haben wir uns dazu entschieden, da eben nicht hinzufahren. Stattdessen fahren wir jetzt nach Griechenland, da darf man auch rein. Da braucht man zwar einen negativen Test und muss 7 Tage in Quarantäne, aber ja, das nehmen wir in Kauf. Wir sind jetzt gerade auch auf dem Weg nach Frankfurt, um da einen Abstrich für einen PCR-Test machen zu lassen. Wir fahren dann über Österreich, Ungarn, Serbien und Bulgarien nach Griechenland. Das ist die Route, die man momentan fahren darf. Das liegt daran, dass man nur über Bulgarien nach Griechenland einreisen darf, wenn man als Tourist unterwegs ist. Dann müssen wir in Griechenland eben in 7 Tage häusliche Quarantäne. Die darf man da zum Glück auch auf Campingplätzen, also im Camper, verbringen und dann hoffen wir, dass danach möglichst rasch der Lockdown endet, sodass wir uns danach auch dann eben frei im Land bewegen dürfen. Wir werden sehen und berichten. Wir sind jetzt hier in der Nähe von Passau, ganz kurz vor der österreichischen Grenze. Hier sind wir gestern spät abends angekommen, haben eine sehr ruhige Nacht verbracht, wurden eingeschneit. Heute Morgen geweckt vom Schneeräumdienst. Jetzt fahren wir nach Österreich und einmal quer durch. Da dürfen wir nicht groß anhalten. Und dann fahren wir direkt rein nach Ungarn. Da dürfen wir dann nur insgesamt 24 Stunden sein, bevor wir wieder ausreisen müssen. Trotzdem werden wir eine Nacht da übernachten, ganz kurz vor der Grenze nach Serbien, einfach weil es zeitlich nicht anders aufgeht. Also heute werden wir ungefähr 9 Stunden fahren und Serbien dann eben morgen, denn da darf man nur 12 Stunden lang Transit machen. Und das würde also nicht anders hinhauen, als dann da morgen in einem Stück durchzufahren. Schauen wir mal. Noch eine andere sehr gute Nachricht hat uns gerade erreicht, nämlich unsere Corona-Testergebnisse. Zum Glück sind wir beide negativ. Sehr gut, wir können also entspannt weiterfahren. Oh, das ging schnell. Gestern um 17:30 Uhr den Test gemacht, heute Morgen um 6 Uhr kam die Mail mit dem Testergebnis. Wie gesagt, PCR, die sagen 95% der Ergebnisse kommen innerhalb von 24 Stunden. Das ging sehr viel schneller.
we go to Greece? Greece. Yes. Yeah, so transit. Transit. Okay. Yes. Yeah. Ciao. Thanks. Thank you. Herzlich willkommen in Ungarn. Ja, jetzt auch nicht, was wir da machen sollen. Guten Morgen von einem Rastplatz im Süden Ungarns. Hier haben wir die letzte Nacht verbracht. Eigentlich wären wir natürlich sehr viel lieber von der Autobahn runtergefahren und hätten uns irgendwo einen Stellplatz gesucht, der ein bisschen ruhiger ist. Aber in Ungarn ist es momentan so, dass man die bestimmten Transitrouten oder Korridore nennen sie das, nicht verlassen darf und eben auch nur an ganz bestimmten Rastplätzen und Parkplätzen anhalten darf, an anderen eben nicht. Da stehen immer jeweils große Schilder, die markieren, ob man hier als Transitreisender reinfahren darf oder eben nicht. Und dieser Rastplatz ist eben einer, der vorletzte auf dem Weg nach Serbien, wo wir drauf fahren durften. Das haben wir dann gestern Abend gemacht. Jetzt ist es noch eine halbe Stunde bis zur Grenze. Und dann fahren wir durch Serbien an einem Stück durch, denn da darf man maximal 12 Stunden Transit machen zurzeit. Ich glaube, wir werden so 6 Stunden durchfahren. Deswegen bezahlen wir auch die Maut, die paar Euro dafür. Normalerweise versuchen wir das ja zu vermeiden, aber hier in Ungarn war es auch schon so. Der Transitkorridor führt gezwungenermaßen über Mautstraßen. In Serbien ist es eine Zeitthematik, weswegen wir ausnahmsweise mal Maut bezahlen und die schnellen Straßen nehmen. Und dann sollten wir heute Abend schon in Griechenland ankommen. Hallo. Hi. Hallo. Guten Tag. Ja. Öffnen bitte die Tür, muss ich gucken. Ah. Oh, sehr schön. Oh. Danke sehr, ist in Ordnung. Wünsche Ihnen gute Fahrt. Wiedersehen. Danke sehr. Danke. Hi. Greece. No. Ah. Ja, der Zoll wollte einmal in unser Auto gucken. Hat das genau eine Sekunde lang gemacht. Nur hinten im Kofferraum. Jetzt sind wir in Serbien. Jetzt sind wir in Serbien. Jetzt haben wir 12 Stunden Zeit. Das sollten wir schaffen. Jo. Hi. The documents for the car. Where are you going? Where are you going now? Greece. Transit to Greece. Have a nice day. Thank you Thank too. you. Bye. Hi. Hi. Passport. Deutsche. Yeah. Yes. Door control. Cigara, alcohol. No. 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 Bansku. Borovec to Turkey. Greece. Greece. Yes. Okay, bye. So, vorletzte Grenze für heute. Hoffentlich.
Morgen aus Griechenland. Wir sind endlich angekommen. Man könnte meinen im Paradies. Hinter uns das Meer, blauer Himmel, der Sonnenaufgang, dann die Berge im Hintergrund. Super schön. Also wir könnten es uns nicht besser vorstellen. Leider können wir nicht bleiben, weil wir ja in Quarantäne müssen auf dem Campingplatz, den wir gebucht haben. Der ist noch 700 Kilometer von hier entfernt. Das hätten wir gestern aber nicht mehr geschafft. Wir sind erst ganz spät abends hier in Griechenland über die Grenze gefahren, haben uns dann diesen Spot hier gesucht. Wir hoffen, dass es in Ordnung. Eigentlich ist hier niemand um uns rum. Das heißt, wir stellen so kein Infektionsrisiko dar. Es war dann auch wirklich richtig kalt. Gestern Abend waren es -2 Grad, als wir angekommen sind. Wir gucken mal, wie es bei uns am Campingplatz dann aussieht. Hoffentlich genauso schön wie hier. Und jetzt sind wir hier angekommen auf dem Emplu Beach Café Camper Stop in Aigio auf dem Peloponnes, der großen Halbinsel im Süden Griechenlands. Hier sind wir jetzt schon seit ein paar Tagen, haben den kompletten Campingplatz für uns alleine. Die Besitzer kommen so einmal am Tag vorbei, die sind super nett, super lieb, haben sogar angeboten für uns einkaufen zu gehen, wenn wir irgendwas brauchen sollten. Aber wir sind natürlich vorbereitet hier angekommen und haben Vorräte für länger als die Quarantänedauer dabei. Denn wir sind hier ja in sogenannter häuslicher Quarantäne, dürfen 7 Tage lang den Campingplatz nicht verlassen. Es hat zwar schon 2 negative Testergebnisse erfordert, um überhaupt eben nach Griechenland reinzukommen. Einmal den PCR-Test aus Deutschland und dann haben sie an der Grenze nochmal einen Antigen-Schnelltest gemacht. Aber eben trotzdem Quarantäne. Die sind hier sehr strikt in Griechenland, aber dafür stehen sie eben auch verhältnismäßig gut da im europäischen Vergleich. Und wir beschweren uns auch nicht. Ich meine, wir haben 17, 18 Grad. Heute soll wieder ein sonniger Tag werden. Wir haben das Meer in Sichtweite, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, gegen das Licht. Es ist traumhaft schön. Wir können uns hier auf dem Gelände frei bewegen, weil sowieso niemand anderes da ist, als wir angekommen sind. War noch eine andere Familie mit ihrem Expeditionsmobil da. Da mussten wir dann so ein bisschen schauen, wer wann quasi rausgeht. Aber das hat auch geklappt. Wir haben hier Frischwasser, wir können hier unsere Toilette entleeren. Wir können, wenn wir wollen, uns an den Strom anschließen. Aber bisher sind unsere Batterien noch voll. Für das Ganze, also inklusive Camper Services, zahlen wir hier 10 € die Nacht. Das ist also auch ganz gut. Strom würde, glaube ich, nochmal 3 € pro Tag extra kosten. Aber ja, wie gesagt, bisher, wir haben ja auch Solar auf dem Dach. Auch wenn wir hier im Halbschatten stehen, reicht das entspannt und wir sind ja eben auch mit vollen Batterien hier angekommen. Ja, so sieht das gerade bei uns aus. Wir sind sehr happy, freuen uns an den warmen Temperaturen und dem schönen Wetter hier. Ja, und wir sind gespannt, wie es weitergeht nach dem Ablauf unserer Quarantänefrist. Denn ja, der Plan ist natürlich, die nächsten Wochen und Monate nicht hier auf dem Campingplatz zu verbringen, sondern ein bisschen Griechenland zu erkunden und uns wieder Freistehplätze zu suchen. Wie das so klappt, wird sich zeigen. Der Lockdown hier in Griechenland ist verhältnismäßig strikt und momentan fahren zum Beispiel noch keine Fähren zu den Inseln aus touristischen Zwecken. Da werden wir dann schauen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Wir bleiben optimistisch und ich finde, jetzt ist es erstmal an der Zeit, unsere neue, gebrauchte Drohne in die Luft zu schicken, um zu schauen, ob die auch richtig funktioniert. Ganz lieben Dank nochmal an alle, die uns mit einer Spende dabei geholfen haben, dass wir nach dem Absturz im Dezember kurzfristig wieder eine neue Drohne kaufen konnten. Vielen, vielen Dank. Eure Postkarten gehen bald raus. Wenn auch du von uns eine Postkarte aus der Ferne bekommen möchtest, findest du alle Infos dazu in dem Link hier oben rechts in der Ecke.
Jetzt wurden wir auch noch zum Katzefüttern eingeplant hier. Aber sie traut sich noch nicht. Na, jetzt ist sie ganz weg. Naja, mal gucken. Hier, komm her. Damit kommen wir zum Ende dieser Episode. Unser nächstes Video ist aber bereits in Bearbeitung. Wir haben endlich ein Video gedreht, in dem wir unseren Van ein bisschen genauer vorstellen und auch von unseren Erfahrungen mit einem Ducato Kastenwagen auf der Seidenstraße berichten. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert gerne unseren Kanal. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, lasst uns wie immer gerne einen Daumen hoch da. Damit zeigt ihr dem YouTube-Algorithmus, dass euch das Video gefallen hat und das hilft uns sehr. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Grüße aus Griechenland und bis zum nächsten Mal.